Hallo und herzlich willkommen zum Teil 7 unserer Workshop-Reihe. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie beim Leopard ein Metall-Upgrade durchführen. Geplant ist, Metall- und Leiträder in Metall sowie die Ketten und auch die Laufrollen in Metallausführung zu montieren. Wie es funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Wie im Teil 6 unserer Workshop-Reihe beschrieben, haben wir am Leopard schon das Getriebe getauscht zu einem Stahlgetriebe und können beginnen, unseren Upgrade durchzuführen. An Werkzeug benötigen Sie wieder zwei Kreuzschlitzschraubendreher, einen etwas schmäleren und etwas stärkeren, einen Imbus 1,5 sowie einen Imbus der Stärke 2,5 bzw. 3 mm. Wir beginnen mit der Öffnung des Panzers, indem wir die Oberwanne von der Unterwanne trennen, um leichter arbeiten zu können. Nach dem Öffnen können wir jetzt die Oberwanne abheben, den 8-poligen Stecker ziehen und auch den 2-poligen für den Tastschalter. Die Oberwanne können wir jetzt zur Seite legen, die brauchen wir erst später wieder. Im nächsten Schritt lösen wir mit unserem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher, das sollte hier genau in die Öffnung des Leitrades passen, und können hier das Leitrad abschrauben. Mit dem Imbus können wir jetzt das Treibrad aufschrauben und abziehen. Auch hier wieder Öffnen der Schraube des Leitrades. Jetzt haben wir uns Platz geschaffen und können beginnen, im nächsten Schritt unsere Laufrollen gegen die Laufrollen aus Metall zu wechseln. Hier ist es wichtig, dass wir in der richtigen Reihenfolge beginnen, und zwar in diesem Fall von links nach rechts. Es empfiehlt sich, die Schrauben erstmal etwas zu lösen und noch nicht ganz rauszuschrauben.
Denn Metalllaufbrunnen gibt auch Federn bei, das sind gehärtete Federn, die sind also stärker, um dem höheren Gewicht Rechnung zu tragen. Und schauen wir mal, welche sind also 4 rechts und 4 für die linke Seite. Jetzt schraube ich einfach mal hier das hintere ab und schaue mir an, welche das sind. Das heißt also, die offenen sind jetzt hier für die linke Seite und es werden jeweils die beiden hinteren bzw. die beiden vorderen Federn gegen die Originalen getauscht. Ich hebe die gerade raus und zeige Ihnen jetzt mal, hier sind nochmal jeweils 2 Öffnungen. Da kann ich also den Federweg mit einstellen. Ich wähle immer den Federweg, den Originalen. Das hat sich eigentlich herausgestellt, dass es eigentlich von der Grundeinstellung her vollkommen ausreicht. Wichtig ist, dass die Beilachscheibe wieder an die Stelle kommt. Und jetzt können wir die Federn wieder einsetzen. Ich schraube jetzt die Schraube etwas an. Und gucke, dass ich die Feder vorne etwas packe. Jetzt packe ich die Laufrolle drüber, dass sie einrastet und hebelt sie über diese Nase hinweg. Und jetzt kann ich sie eigentlich wieder anschrauben. Das war schon. Das wiederholen wir jetzt bei den anderen auch. Position marken, wie sie drin war. Wieder anschrauben. Feder wiederholen. Laufrolle drüber, einhängen und mit der Feder über die Nase weg. So. Bei der dritten müssen wir die Feder nicht tauschen, dann nehmen wir die Standard. Hier ist es relativ leicht. Federn einhaken, über die Nase drüber und festhalten.
So, wichtig ist jetzt, sagen wir wieder die vorderen. Da haben wir ja gesagt, da werden die stärkeren Federn eingesetzt. Die alten legen wir auf die Seite, neue rein. Einhängen der Feder über die Nase weg und wieder festschrauben. So, das war die Montage schon der Laufrollen. Wenn wir jetzt schon auf dieser Seite sind, dann können wir gleich unsere Aufhängung für das Leitrad abändern. Da schrauben wir aus Plastik die weg. Und setzen die aus Metall und wieder festschrauben. So, Beilackscheibe wieder drüber. Und mit dem 1,5 mm Imbus die Madenschraube anziehen. Jawohl. Jetzt montieren wir unser Treibrad. Das Treibrad ist zweiteilig. Das sind jeweils zwei Nasen und zwei Nuten, eine größere und eine kleinere Nase. Darauf achten, dass die so zusammengesetzt werden, dass dann auch die Verzahnung übereinander liegt. Es kann nämlich sein, dass man es auch mal verkehrt rum zusammenschraubt und dann ist definitiv die Verzahnung verschoben. Auch hier ist wieder jeweils eine Nute in der Welle.
So, ich kontrolliere jetzt nochmal, ob die Verzahnung tatsächlich übereinstimmt. Und wenn es jetzt passt, kann ich diese Abdeckung drauf machen. Die ist auch wieder mit einer Nute ausgeführt. Und in den Treibrädern ist das Gegenstück. Und setze sie dann so auf und klopfe die gerade mit dem Hammer etwas fest. Das war schon nicht zu fest, wenn wir sie wieder rausmachen müssen, damit wir sie auch wieder rauskriegen. So, das Ganze machen wir jetzt auf der anderen Seite im Schnelldurchlauf. Das Prinzip ist ja gleich. Auch hier gilt wieder, wichtig ist die Reihenfolge, wenn ich beginne. Auf der linken Seite fange ich jetzt hier vorne an, um einfach Platz zu schaffen, dass die Laufrollen nach vorne wegkippen. Und dann habe ich Platz für die Montage. Alles gelöst. Wie auf der anderen Seite auch, habe ich jetzt noch 4 verstärkte Federn. Auch da gilt wieder, die hintersten 2 und die vordersten 2 Laufrollen werden mit den verstärkten Federn ausgestattet. So, auch hier wieder. Ich zeige es nochmal, Nahaufnahme. Hier ist die Feder und die muss jetzt hier ist es abgeschrägt drüber und dann in die Laufrolle eingeklemmt. Ich hole mal die bei, halte die mit der Spitzzange fest, gehe mit der Laufrolle drüber und ziehe sie dann über die Nase hinweg. Bei der Nummer 3 wird die Feder nicht getauscht, deswegen geht es relativ schnell. Anschrauben, Feder abholen, über die Nase und fest. So, jetzt sind wir wieder bei den vordersten 2 angelangt. Da gilt wieder Federtausch. Feder abholen. So, wunderbar. Dasselbe, was wir auf der anderen Seite gemacht haben, machen wir jetzt also auch. Unser zweiteiliges Treibrad. Wieder nach der Nut schauen. Durchgucken, kontrollieren, jawohl, passt. So, jetzt haben wir nur noch unser Leitrad zu wechseln. Beginnen wir wieder mit der Aufhängung.
Hier haben wir wieder so ein Beispiel, dass vom Guss noch ein Rückstand ist. Das heißt also, ich kann die Schraube nicht durchstecken. Kleiner Trick. Ich nehme einfach die Schraube, stecke sie durch. Mache ich es hier, dass man sieht. Und hau einfach mal hier kurz drauf. Und dann springt das kleine Gussteil weg. So, Beilachscheibe und mit dem 1,5er Imbus wieder anschrauben. So, jetzt haben wir unser Laufrollen getauscht, Leitentreibrad montiert. Jetzt brauchen wir letztendlich noch die Kette. Ist also auch keine große Geschichte. Die Kette ist jetzt noch offen, die Länge passt exakt für den Leopard. Bei den Ersatzgliedern sind also auch noch Kettenstifte dabei. Da ist darauf zu achten, ich habe also zwei Seiten. Einmal mit einer Prägung und einmal eine glatte Seite. Die glatte Seite ist halt das erste, was ins Kettenglied eingeführt wird, damit ich quasi diese aufgeraute Seite nicht durch die zwei Öffnungen treiben muss. Mit dem Hammer kann ich jetzt bis zum Anschlag reinschlagen. Machen wir gleich die andere Seite auch noch. Wieder glatte Seite zuerst. So, wunderbar. Jetzt können wir die Kette aufziehen. Ich empfehle zuerst über das Treibrad, dann kann ich sie über das Leitrad ziehen und mit Drehbewegung einfach drüber ziehen. So. Einfach mit Drehbewegung und leichten Druck nach unten einfädeln. So, das war schon. Wie die Oberwanne montiert wird, habe ich Ihnen ja bereits gezeigt. So, jetzt sind wir fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.